Wer ist der Vorfahre der modernen Elefanten? Warum haben Elefanten so große Rüssel und warum sind Elefanten so groß? Nun öffnen wir eine Tür zu den Geheimnissen der tierischen Evolution, die wir alle kennen. Dies ist die Geschichte eines echten alten Meganas-Säugetiers. Ihre Reise begann nach dem polygenischen Massensterben der Kreidezeit, das die Dinosaurier in Vergessenheit brachte und einen Haufen ökologischer Nischen freigesetzt hatte. Vor etwa 60 Millionen Jahren lebte dieses Tier auf dem Territorium des modernen Marokko und seine Stadt hieß Eritrea, was auf Griechisch altes Tier bedeutet. Stellen Sie sich vor, dass dieser Eritreer durch das alte Land geht, so bedeutend und majestätisch wie ein echter alter Patriarch. Er war der Pionier, Putin für alle zukünftigen Elefanten ihrer Verwandten zu verlegen. Dieser uralte Riese hatte nicht den langen Rüssel eines modernen Elefanten, aber seine Nachkommen entwickelten sich. Es ist keine Sünde, dass diese Eigenschaft, die zu den majestätischen Tieren wurde, die wir heute kennen, so viel in der Evolution erreicht haben. Hören Sie die Geschichten unserer kleinsten und primitivsten Elefantenverwandten in unserem lieben Eritrea. Das Baby wiegt nicht mehr als 5 Kilo und ist ein echter Zwerg unter den Riesen. Die Zahnstruktur des Eritreans erinnert noch an seine frühen Manatee-Verwandten. Stellen Sie sich so kleine Zähne vor, eine Nase mit Charakter. Auf den Straßen gibt es allerdings schon konkrete Zeichen. Hier gibt es noch kein Elfenbein, aber der Prototyp ist skizziert, wie ein junger Held, der sich gerade auf seine große Leistung vorbereitet. Eritrea ist wie ein echter Erstklässler unter den zukünftigen Professoren, klein, aber ehrgeizig. Obwohl es keine beeindruckende Größe hat, legt es den Grundstein für seine zukünftigen riesigen Verwandten. Phosphat. Das Baby war damals das größte Säugetier Afrikas. Mit einem Gewicht von bis zu 15 Kilogramm und einer Länge von 60 Zentimetern ist er kein ganzer Riese, aber auch kein Zwerg. Diese kleinen Phosphortiere sind die Tiere, die den Weg für die zukünftigen Elefantenriesen ebnen. Diese kleinen Tiere haben in ihrer Evolution nie irgendwelche Wunder vollbracht, die sprunghaft voranschreiten. Sie entwickeln sich nur schweigend und langsam durch unauffällige Seitenzweige der Entwicklung. Die Geschichte über den Ursprung der Elefanten bleibt bei Elefanten. Der nächste lebendige Vertreter ihrer Vorfahren ist die Waffenkammer. Dieser gut aussehende Mann lebte vor 35 Millionen Jahren und war nach damaligen Maßstäben ein echter Riese. Und seine Größe war nicht besonders groß, nur 1,5 Meter, wie ein gewöhnlicher Teenager. Aber es ist bereits 3 Meter lang und wiegt bis zu 250 Kilogramm. Ein großbauchiger Riese, der mit Stolz und Wichtigkeit durch das alte Land wandert. Die Waffenkammer war ein echter Panzer seiner Zeit und sah aus wie ein Sumo-Ringer unter anderen Tieren, obwohl er nicht sehr groß war, aber lang und kraftvoll. Seine Beine sind stark und er kann sich leicht durch dichtes Busch und Sümpfe bewegen. Das Arsenal wurde zur Brücke zwischen alten Flusspferden, ähnlichen Formen und zukünftigen Riesen. Das Mereterium ist für uns interessant, weil seine Lebensweise dem eines Nilpferds ähnelt. Dieser Kerl liebt Wasser und Algen mehr als Spaziergänge in der Prärie. Viele glauben, dass es der direkte Vorfahre des Elefanten ist, aber es ist mehr ein Nilpferd als ein Elefant. Er fühlte sich wie ein echter alter Gigant, der nur Ambitionen und Träume für die Zukunft hatte. Die Waffenkammer schwimmt in Wasserkörpern, lebt in Algen und blickt aus 1,5 Metern auf die Welt. In der Zwischenzeit lebten Menschen wie Phiomia und Paläomastodons in den Smyriterien. Hier passt Onito eher in die Rolle der Vorfahren der Elefanten. Phiomius und Paläomastodons, die wahren Revolutionäre ihrer Zeit, die den Weg für die Erscheinung unserer majestätischen Elefanten ebneten. Ameriterius ist zuversichtlich in sein aquatisches Leben und genießt jeden Moment inmitten der Algen. Lassen Sie uns Ihnen sagen, wir haben den Mastodon. Dieser Typ lebte vor etwa 30 Millionen Jahren und war der direkte Vorfahre unserer modernen Elefanten. Paul der Mastodon, er ist wie der Großvater aller Elefanten, nur in einem jüngeren Alter.
Der gut aussehende Mann ist etwa 2 Meter hoch an den Schultern und wiegt mehrere Tonnen. Was ist seine Größe? Das Interessanteste ist, dass er bereits die Prototypen dieser sehr berühmten Elfenbein besitzt, die wir bei modernen Elefanten sehen. Der alte Mastodon, ein Modeaccessoire der alten Zeit, lebte in dichten Wäldern und Ebenen und war ein wahrer Feinschmecker. Er isst gerne alle Arten von Pflanzen. Dieser Riese weiß, wie man mit seinen langen Elfenbeinzähnen das köstlichste Gemüse und Obst essen kann. Obwohl er beeindruckend aussieht, sind die alten Drachen ziemlich friedlich. Er liebt es, Zeit mit seiner Familie zu verbringen und auf der Suche nach Nahrung durch alte Länder zu reisen. Der Riese war ein wahrer Familienmann für seine Familie, die alle zusammengehalten und sich gegenseitig unterstützen. Hier ist eine interessante Geschichte über die Evolution, die humorvoll über Tiere spricht. Stellen Sie sich vor, dass sich der Wal innerhalb von 15 Millionen Jahren von einem halbaquatischen Artiodactylus zu einem riesigen brasilianischen Drachenwal entwickelte. Das ist faszinierend. Mittlerweile sind Elefanten in 32 Millionen Jahren gewachsen und haben ihre Rüssel verlängert, aber immer noch keinen fertigen Zahn gefunden. Ihre Entwicklung verlangsamt sich offensichtlich und vor unseren Augen erscheint das Bild der Evolution, die Elefanten schnitzt. Aber nichts Wertvolles ergibt sich und der Elefant will in keiner Weise schnitzen. Dann kam das Belodon-Kleid, das keine Nasenabteilung eines Landes war, aber im Prinzip wie ein fiktives Tier aussah. Stellen Sie sich vor, er hat eine lustige flache Nase und riesige Schneidezähne im Unterkiefer. Es ist, als wäre die Natur schlechte Laune und beschloss, ein trauriges Experiment durchzuführen. Es gibt das Gefühl, dass die natürliche Selektion einfach nicht versteht, in welche Richtung und wen sie wählen soll. Er sitzt da und die natürliche Selektion denkt, okay, lass es ein weißes Kleid sein, damit wir wenigstens Spaß haben. Aber das Tier sieht nicht einmal seltsam aus, sondern direkt absurd. Als die Natur dieses Geschöpf erschaffen hat, ist sie offensichtlich mit wichtigeren Dingen beschäftigt, aber trotzdem schafft es der Charakter, die Wurzeln und den Verfall von Bäumen zu entfernen, als wäre es seine tägliche Fitness. Unter dem Mond ist nichts ewig, wie man sagt. Das Aussterben der Belladonna hängt mit dem Austrocknen des Lebensraums durch den Klimawandel zusammen. Vor etwa 4 Millionen Jahren verschwanden diese interessanten Pflanzen in großer Zahl in Asien, Nordamerika und Afrika. Ihre letzten Verwandten lebten in Europa vor 1,5 Millionen Jahren, überlebten aber die bevorstehende Eiszeit nicht. Der letzte Gedanke von Belladonna, der versucht, sich aufzuwärmen, ist so: Nun, sie hätten vor dem kommenden Winter warnen können. Belladonna, sehr eng mit der ausgestorbenen Gattung Belladonna verwandt. Nach evolutionären Maßstäben existiert der Park nur 3 Millionen Jahre. Ihre Körper ähneln ihren Vorfahren und ihre Köpfe ähneln einigermaßen modernen Elefanten. Es gibt auch Notheria oder Dinateria, die wahre Riese Dinateria der Antike. Die Jungs sind 4 Meter groß und wiegen über 13 Tonnen. Echte Elefanten und Gewichtheber bereit für jede Gewichthebing-Meisterschaft. Übrigens wurde das Skelett von Dinateria in Russland gefunden und im Asowschen Heimatmuseum aufbewahrt. Der Anblick eines solchen Giganten wird Ihnen sicherlich ein Rest Ihres Lebens vergessen. Nun, warum hat Denateris solche Rechnungen? Die Frage ist immer noch umstritten, wobei einige Paläontologen glauben, dass diese Riesen sie benutzten, um den Kalutzbaum zu schälen, während andere glauben, dass Denatrius die Blätter als Ergebnis sexueller Selektion aß. Anscheinend haben diese Jungs ihr Elfenbein, Mr. Beauty Pageant, und das große Elfenbein ist wie eine Krone. Die neuesten Vertreter dieser Riesen lebten vor etwa 1 Million Jahren in Kenia. Denatrius ging durch die Steppe und sagte, das Klima ändert sich. Es ist Zeit, nach Süden zu gehen. Wohin nach Süden? Bemerkenswert ist auch der Mastodon. Diese Jungs sind wie prähistorische Panzer, nur Nasen und Elfenbein. Sie leben auf der Erde, jeder ist 2 Stockwerke hoch und wog mehrere Tonnen. Ah, wie gut aussehend.
Mastodon sind echte Feinschmecker, sie lieben alle Arten von Speisen, genauso wie wir Khinkali und Kebab lieben. Diese alten Feinschmecker aßen Blätter, Äste, Rinde und sogar Gras. Jeder dichte Wald von Mastodon trifft auf ein echtes Buffet. Ihr Elfenbein ist ein Spektakel. Einige Paläontologen glauben, dass sie als Messer und Gabeln benutzen, um die köstlichsten Lebensmittel zu bekommen. Andere glauben, dass diese Zähne ein Werkzeug zum Graben von Wurzeln sind. Oder sogar, um Mastodon zu schützen, der den Boden mit riesigen Zähnen gräbt. Es ist kein Witz, das ist ein echter alter Graber. Aber der lustigste Moment kommt, wenn man sich vorstellt, wie sie miteinander kommunizieren. Mastodonten sind soziale Tiere, leben in Gruppen und können über ihre Mastodon-Angelegenheiten sprechen. Wir können uns vorstellen, dass sie sich nachts am Teich versammeln und darüber diskutieren, wo sie die leckersten Blätter gefunden haben und wer die saftigsten Wurzeln ausgegraben hat. Unglücklicherweise sind diese alten Riesen vor etwa 10.000 Jahren ausgestorben und bleiben uns zurück. Über das Rätsel, über das auch Ananka viele interessante Geschichten erzählt werden müssen. Anankus ist ein falscher Elefant. Dieses Tier lebte vor 2 Millionen Jahren auf den Kontinenten Eurasien und Afrika. Dieses Gampatherium ist 3,5 Meter hoch. In Holk trennte sich vor etwa 30 Millionen Jahren eine Schwesterlinie der Gamphatheria des modernen Elefanten. Dies ist die Krone der evolutionären Linie der Familie Gamphatheridae. Gampatherien haben kürzere Schädel und Unterkiefer, längere Rasen und obere Elfenbein. Diese Tiere ernähren sich von der saftigen Vegetation der Küstenwälder und des bedeckten Tieflandes. Ein weiteres natürliches Experiment von Miliphas. Dieser uralte Riese lebte vor etwa 7 Millionen Jahren und war der wahre Star der evolutionären Show. Das FAS-Beispiel ist wie ein Testmuster für zukünftige Elefanten, ein solcher Höhenprototyp. Er war beeindruckend und sein Gewicht enttäuschte nicht. Er reiste durch Eurasien und Afrika wie ein wahrer König des Dschungels und der Savanne. Dieses Tier ist eine wahre Brücke zwischen dem alten Mastodon und unseren modernen Elefanten. Es war einmal, dass die FAS an einem Scheideweg der Evolution stand und sich fragte, wohin sie als nächstes gehen sollte. Auf welche Seite? Er hatte bereits die Prototypen dieser sehr berühmten Elfenbein, aber immer noch nicht so beeindruckend wie sein Schweiß. Es ist eine evolutionäre Testfahrt. Der Held liebt saftige Vegetation und kann stundenlang durch Wälder und Sümpfe wandern und seine grüne Ernährung genießen. Die Akzeptanz von FAS ist ein echtes evolutionäres Experiment, in dem die Natur verschiedene Optionen ausprobiert hat, um die ideale Form des Elefanten zu finden. Obwohl es ein wenig seltsam aussieht, hat dieser uralte Elefant eine sehr deutliche Spur in der Geschichte hinterlassen. Nun, wir sind bei den nächsten Verwandten des modernen Mammuts angekommen. Diese Jungs sind die wahren Meister der Eiszeit. Sie sind groß, flauschig und haben riesige Elfenbeinzähne, als hätte die Natur beschlossen, sie noch beeindruckender zu machen. Ein Mammut ist wie ein Elefant auf Steroiden und trägt nur einen stilvollen Wollpelzmantel, um unter harten Bedingungen nicht einfrieren zu können. Die Riesen wiegen bis zu 10 Tonnen und sind 4 Meter hoch. Die wahren Schwergewichte der antiken Welt, deren Elfenbein oft eine einzelne Geschichte ist, lang, verdreht, wie riesige japanische Katana. Mammuts benutzen sie als Multifunktionswerkzeuge. Sie räumen den Schnee, holen sich Nahrung und können sogar kratzen, wenn niemand sieht. Mammuts sind wahre Feinschmecker, sie sind Meister, Nahrung unter Eis und Schnee zu holen und mit ihren mächtigen Elfenbein auf die Jagd zu gehen. Diese pelzigen Riesen leben in Gruppen und sie haben wahrscheinlich ihre eigenen Familientraditionen und Bräuche. Leider starben die Mammuts vor etwa 10.000 Jahren aus und hinterließen uns viele Geheimnisse und erstaunliche Geschichten. Heute gibt es 2 Hauptarten von Elefanten: indische Elefanten und afrikanische Elefanten, die übrigens viel größer sind als indische Elefanten. Beide Arten leben in heißen Klimazonen. Sie leben innerhalb des Staates, sind oft unterwegs, wandern von Region zu Region und zurück,
mögen das Video, geben Sie einen Daumen nach oben und hinterlassen Sie einen Kommentar. Abonnieren Sie den Kanal. Wenn Sie das noch nicht getan haben, vergessen Sie natürlich nicht, die Glocke zu klingeln. Überspringen Sie die neuen lustigen Videos von Real